Internet und neue Medien sind in wachsendem Ausmaß ein integraler Bestandteil unseres Lebensalltags geworden. Eine Realität, mit der auch Menschen mit kognitiven Einschränkungen konfrontiert sind. Erfahrungsgemäß ist es so, dass wenn recht viel Text ist, man als Mensch mit Beeinträchtigung oftmals Schwierigkeiten hat, dann seine Aufmerksamkeit so lang auf einen Text zu richten, dass man den dann versteht. Ja. Gerade in Zeiten von Covid hat sich die Notwendigkeit eines niederschwelligen Zugangs zu schriftzentrierten Medien wie Websites als dringend notwendig erwiesen. In Zusammenarbeit mit ProQualis wird am Institut Integriert Studieren der Kepler-Universität Linz Easy Reading entwickelt, ein cloud-basiertes Browser-Plugin, das Menschen mit Leseschwierigkeiten die digitale Teilhabe erleichtern soll. Erhöhter Kontrast, ein visuelles Leselineal, Bildsprache oder auch Texte in einfacher Sprache. Die Software enthält eine Reihe an Werkzeugen, die dem Nutzer helfen, die Inhalte leichter zu verstehen. Das Easy Reading Werkzeug ist für alle Menschen zugänglich und nutzbar, zum Beispiel auch für Menschen, wo Deutsch nicht die Muttersprache ist oder auch für ältere Personen. Die aktive Beteiligung der Betroffenen war bei der Entwicklung von Easy Reading von Anfang an geplant. Es ist eben so, dass immer wieder Überraschungen kommen, wo eben Barrieren entstehen, wo man als Entwickler eben nicht daran gedacht hat. Und eben der Kontakt mit den Endnutzern ist da eben extrem hilfreich, damit man eben diese Barrieren auch findet. Co-Forschung Betroffener ist eine Form der Wissensproduktion, die vom Open Innovation in Science Center der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft aktiv gefördert wird. Die Franziska arbeitet als Co-Forscherin und wir haben jetzt insgesamt 80 Benutzertests durchgeführt. Die Tests erfolgen unter Anleitung von Peer-Forschenden, Menschen, die selbst der Zielgruppe angehören und den Probanden gezielte Hilfestellungen geben können. Darüber hinaus bilden die Peer-Forschenden eine Schnittstelle zwischen Testperson und Softwareentwickler. Wenn mir ein Fehler auffällt, dann kann ich ihm Peter Rückmeldungen geben und er schaut, dass er das dann verbessert. Ich denke, das ist ausbaufähig und gerade wenn es um digitale Teilhabe geht, müssen Menschen aus der Zielgruppe mitforschen. Ja.